Zu anderen Themen. Im Iran herrscht Aufbruchsstimmung. Die Menschen hoffen auf ein Ende der jahrelangen Sanktionen wegen Irans geheimer Atompolitik. Bislang konnte die Regierung Armut, Leid und alles, was so schief läuft, ja bequem auf die Sanktionen schieben. Jetzt muss sie reagieren. In der Landwirtschaft fehlt es wie überall an Maschinen, dazu an moderner Bewässerungstechnik. Wasser ist knapp, es herrscht Dürre. Nathalie Amiri ist in abgelegene Dörfer im Südwesten des Landes gereist, hat Irans Vizepräsidentin bei Bauern beobachtet und nach deren Hoffnungen gefragt. Jeden Tag muss Ali Raisi um dieselbe Uhrzeit auf seinen Acker. Denn genau um 10 Uhr beginnt seine Bewässerungszeit. Nur 4 Stunden pro Tag bekommt er Wasser für all sein Land. Ein Netz von traditionellen Kanälen durchzieht seine Felder. Einst war der Iran das wasserreichste Land in der Region. Inzwischen muss das wertvolle Nass rationiert werden. Wenn es kein Wasser mehr gibt, dann haben wir überhaupt nichts mehr. Dann können wir nicht überleben. 2 Stunden lang bekomme ich Wasser von dort hinten für dieses Feld. Bis es durch den Kanal hierher geflossen ist, dauert es schon allein 1 Stunde. Ein paar Wasserlachen und viel trockenes Land. Hier im Südosten des Irans am Hamun-See befand sich noch vor 15 Jahren das 7. größte Feuchtgebiet der Welt. Heute liegen die Boote auf dem Trockenen. Das Dorf Sichsa lag einst auf einer Insel, umgeben von Wasser. Mittlerweile wird die Umgebung mehr und mehr zur Wüste. Hier war Leben. Es gab mehrere Dörfer und mehr als 3000 Rinder. Es gab Wasser, Seen, Boote und wir haben gefischt. Es gab Vögel. Heute gibt es hier keine Vögel mehr und Wasser auch nicht. Die Ursachen für die Trockenheit, der Klimawandel und Probleme beim Wassermanagement. Der Bau von Staudämmen im benachbarten Afghanistan habe negative Folgen, heißt es von iranischer Seite. Nach UN-Angaben wird die Region insgesamt heißer und trockener. Die Menschen in Sichsa versorgen sich nun aus Wassertanks. Die Wirtschaft in der Region ist zusammengebrochen, viele junge Leute ziehen weg. Doch nicht nur hier gibt es Probleme. Im ganzen Iran sind die Stauseen im Schnitt zu weniger als der Hälfte gefüllt. 9 große Städte, darunter die Hauptstadt Teheran, müssen nach einem trockenen Winter mit einer eingeschränkten Wasserversorgung rechnen. Die Führung in Teheran will nun gegensteuern. Ja, und warum macht er Probleme? Weil das Wasser dort ganz niedrig geworden ist. Das ist die einzige Salzsee in dieser ganzen Erde, die da drin auch Fischen gibt. Und, so weiter. Und der ist so salzig. Ja, das ist zu viel, ja. Das heißt, weil der braucht Wasser. Der braucht Wasser. Und wenn aber trocknen ist, die ganze Salz wird durch den Wind, die ganze Landschaft wird kaputt. Das ist wichtig, da müssen wir was machen. Wo ist jetzt Uran? Was machst du, Ali? Du änderst den Winkel, ja? Jetzt 38. Das ist der Winkel. Für die Richtung Ost-West und das ist hier der Winkel für